Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Normalerweise frage ich euch am ersten Tag des Monats immer nach euren Interior Struggles. Diesmal haben wir es ein bisschen umgeändert und ich habe euch nach allgemeinen Q&As gefragt, was euch rund um mich und rund um meinen Kanal so interessiert. Und diese Fragen beantworten wir heute. Ich habe mir mein Handy hergenommen und die Fragen. Ich habe sie mir aber noch nicht durchgelesen. Das heißt, wir machen hier eine First Reaction sozusagen auf die Fragen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Okay, wir beginnen mit der ersten Frage. Wie und wann hast du eigentlich mit deinem Account gestartet? Das ist eine etwas längere Geschichte, da muss ich so ein bisschen ausholen. Ich war schon immer so ein bisschen Social Media affin, habe das früher viel verfolgt auf Facebook, also damals noch zu Facebook-Zeiten und Instagram auch privat immer viel gemacht. Und als dann damals der erste Lockdown anstand, gab es die App TikTok, die auch mich in den Bann gezogen hat. Da habe ich dann für mich so ein bisschen die Leidenschaft für Videos und Videoschnitt gefunden. Und als dann mein Freund und ich vor über 2 Jahren das erste Mal zusammengezogen sind, habe ich meine Leidenschaft für Interior Design wieder entdeckt. Ich hatte das sogar mal überlegt zu studieren, habe das aber dann leider damals verworfen und habe dann sozusagen beide Dinge, also sowohl Social Media als auch Interior Design verknüpft und habe gesagt, ich starte da jetzt einfach mal einen Account. Ich hatte ja schon so ein bisschen die Videoschnitterfahrung von TikTok. Da hatte ich sogar damals einen Kanal, der so ein bisschen mehr in Richtung Comedy ging und der auch echt Spaß gemacht hat. Ich hatte nur einfach meine Nische damals nicht. Und als ich dann den Account über unser Zuhause gestartet habe, ging das innerhalb von wenigen Monaten irgendwie total schnell. Also die Videos, die kamen so gut an bei euch. Ich habe euch einfach auf den Journey mitgenommen und seitdem läuft das Ganze. Der Rest ist Geschichte. Das war jetzt vor bisschen über 2 Jahren und jetzt sind wir hier in dieser schönen Wohnung und ich bin so dankbar, dass ich das mit euch teilen kann und dass ich diese ganze Arbeit auch reingesteckt habe und da so ein bisschen meine Leidenschaft verfolgt habe, sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Okay, nächste Frage. Was studierst du? Ich studiere Intermedia. Das ist hier in Köln ein Studiengang, ein Medienstudiengang, wie man vielleicht schon vermuten könnte. Der ist super praktisch und sehr interdisziplinär. Wir behandeln da Dinge wie Medienpädagogik, Medienpsychologie, Mediengestaltung. Genau, und ich hoffe, ich bin jetzt in den letzten Zügen. Ich habe schon alle Seminare und Veranstaltungen abgelegt. Es fehlen mir wirklich nur noch ein paar Prüfungen und die Bachelorarbeit. Und dann bin ich hoffentlich bald endlich durch. Der Studiengang ist sehr zu empfehlen für kreative Menschen. Glatte 10 von 10. Your Make-up and Skincare Routine. Interessant. Ich frage mich ja immer so ein bisschen, wie viel ihr auch von mir als Person sehen wollt. Also ich habe ja initial wirklich damit gestartet, mein Zuhause zu zeigen und euch da auf diesem Journey mitzunehmen. Und mittlerweile tauchen vermehrt auch Fragen nach mir als Person und so meinem Alltag auf. Deswegen greife ich das mittlerweile auch auf Instagram viel in meiner Story auf und nehme euch da so ein bisschen mit. Also wenn euch das interessiert, dann schaut da auf jeden Fall mal rein. Skincare-Routine zeige ich auch immer mal wieder. Also stay tuned. Die nächste Frage. Your House Cleaning Routines. Da bin ich ganz ehrlich, wir haben keine richtige Routine, wie wir unsere Wohnung putzen. Wir teilen uns das, also mein Freund und ich, wir teilen uns das eigentlich gleich auf, wobei ich sagen muss, dass er sogar noch ein bisschen ordentlicher ist als ich. Ich bin teilweise so eine kleine Chaotin. Aber ja, putzen machen wir so, wie es passt und die Person, die gerade in dem Moment eben kann. Und genau, deswegen gibt es da tatsächlich keine richtige Routine. Was ich allerdings sagen muss, ist, ich bin sehr, 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 sehr froh, dass wir gute Staubsauger haben. Also sowohl einen guten Handstaubsauger als auch mittlerweile einen Saugroboter, der erleichtert einem so ein bisschen diese Arbeit. Und ja, das ist auf jeden Fall was ich jedem empfehlen kann. Was war dein erstes Designer-Piece und hast du es noch? Mein erstes Designer-Piece. Also ich kann nicht sagen, dass es meins war, weil es gehört eigentlich meinem Freund. Er hat das Flo's Stringlight zum Geburtstag damals bekommen. Und das war so auch so ein bisschen eine Leuchte. Die habe ich jetzt zwar nicht mehr in unserem Zuhause integriert. Ich suche noch einen Platz dafür. Aber das war die Leuchte, die
ganz, ganz viele mit meinem Account auch verbunden haben, weil das wirklich ein Stück ist, was man nicht oft sieht. Ich blende euch hier mal ein, welche gemeint ist. Ich habe da so viele Videos mitgedreht, weil man die oben so cool anmachen kann und wirklich eine coole Sache. Ich suche einfach immer noch so ein bisschen den Platz dafür, aber es gibt sie noch und ich möchte sie auf jeden Fall wieder integrieren. Die Frage bezieht sich vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Frage meines Accounts im Allgemeinen, dein Sichtbarwerden auf Instagram. Ich arbeite gerade noch daran. Das ist so eine Frage, die ich tatsächlich sehr oft gestellt bekomme, nicht nur auf Instagram, sondern auch im Bekanntenkreis. Und ich muss wirklich sagen, hier gibt es keine goldene Regel. Ich habe sie jedenfalls noch nicht rausgefunden. Es ist wirklich ein dauerhaftes Anpassen, kreativ sein und aktuell eben viel Videocontent. Also fuchst euch da am besten so ein bisschen rein. Video wird immer wichtiger. Also wenn euch das Spaß macht, dann seid ihr da auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Und Content. What is your best tip when it comes to interior design? Mein bester Tipp, ich habe ja kein Innenarchitektur studiert. Das heißt, das Ganze kommt bei mir eher so ein bisschen aus dem Bauch raus. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele Menschen, die das viel besser können als ich. Ich mache das wirklich einfach immer aus dem Bauch heraus und versuche mir jedenfalls viel Zeit zu lassen für Entscheidungen. Das ist mal leichter, mal nicht so einfach. Aber genau, also lasst euch Zeit, lasst Dinge auf euch wirken, versucht euch nicht zu viel von Instagram beeinflussen zu lassen. Das sagt die auf Instagram genau das macht. Aber genau, versucht euren eigenen Stil zu finden. Das kann dauern, Monate, Jahre oder vielleicht ist das auch ein Prozess über das ganze Leben. Also vielleicht ist mein Tipp, stresst euch nicht zu sehr, weil eine Wohnung ist kein Museum. Eine Wohnung oder ein Zuhause sollte immer etwas sein, wo man drin lebt und was einem Spaß macht. Und das muss niemandem anderen gefallen, außer einem selbst. Also ja, das ist so ein bisschen vielleicht mein nicht richtiger Interior-Design-Tipp, aber mein Tipp für euch. In welchen Städten hast du schon alles gelebt oder würdest du gerne mal leben? Das ist eine interessante Frage. Ich bin nämlich schon wirklich sehr, sehr oft umgezogen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie oft. Ich müsste es nachzählen. Aber geboren bin ich tatsächlich in Nürnberg. Zur Schule gegangen bin ich hauptsächlich in Bamberg. Also ich komme ursprünglich aus Bayern und bin dann fürs Studium hier nach Köln gezogen und habe hier so ein bisschen meine Wahlheimat gefunden. Ich liebe es hier. Ich mag die Stadt total gerne. Ist vielleicht nicht die schönste Stadt, die es gibt in Deutschland, aber auf jeden Fall, wenn es um die Menschen geht, dann eine der besten Städte überhaupt. Genau, und ansonsten habe ich tatsächlich auch schon mal ein Jahr im Ausland gelebt. In der 10. Klasse habe ich ein Auslandsjahr gemacht auf Sizilien. Bin da zur Schule gegangen, habe die Sprache auch gelernt und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung und ich möchte auch nicht ausschließen, dass ich vielleicht irgendwann nochmal für eine Zeit im Ausland lebe, irgendwo, wo es warm ist. Ich bin nämlich eine kleine Frostbeule und ich könnte es mir gut vorstellen, wenn der Winter mal nicht so kalt wäre. Genau, und ansonsten bin ich wirklich, was Wohnen betrifft, super offen. Es muss nur so ein bisschen was Lebendiges sein. Also ich könnte jetzt gerade nicht auf dem Land wohnen, das macht jeder, wie er möchte, aber für mich persönlich muss es einfach so ein bisschen Action ist das falsche Wort, aber so ein bisschen Trubel und so ein bisschen lebendig sein. Genau, deswegen wollen wir ja auch wieder umziehen. Wir suchen gerade eine Wohnung. Wir wohnen nämlich ein bisschen außerhalb von Köln und wollen wieder in die Stadt rein. Also hit me up, wenn ihr was habt. Also da bin ich wirklich total offen, was Wohnen, Umziehen etc. angeht. Okay, last but not least, was planst du für die Zukunft? Was plane ich für die Zukunft? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin keine Person, die weit voraus plant, aber ich habe wieder das Malen für mich entdeckt und ich kann mir gut vorstellen, dass ich mich damit in nächster Zeit viel mehr auseinandersetzen werde. Ich habe ja auch gestern wieder gemalt und diese Woche schon 2-mal, also das ist wirklich total meine Leidenschaft geworden und war es auch irgendwie schon immer. Ich hatte nur nie so richtig die Zeit dazu. Also das wird auf jeden Fall vermehrt stattfinden in der näheren Zukunft und in der weiteren Zukunft. Das steht in den Sternen, das kann ich nicht sagen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es wahrscheinlich immer kreativ bleiben wird bei mir. Ich hoffe, dass ich euch da noch ganz, ganz, ganz lange mitnehmen darf. Vielleicht schließt das Ganze jetzt ganz schön ab. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten schreibt mir jederzeit gerne eine DM auf Instagram. Ich beantworte da immer fast alles. Also wenn ich hinterherkomme, dann auf jeden Fall. Und genau, ich danke euch,
dass ihr dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye. Ah ja, und falls euch interessiert, wie man eine Leinwand baut, das mache ich jetzt gleich im Anschluss und nehme das mit meinem Bruder auf. Das Video kommt auch online und genau, schaut da gerne mal vorbei.